Heute was für die Orto Laser-Fans hier unter euch hier. Ich habe hier den Lasermaster 3 mit 20 Watt Modulen hier auf dem Tisch stehen hier. Wir wollen uns heute mal genauer anschauen, was bringt der für eine Leistung und vor allem kann ich ihn euch empfehlen. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und wir schauen uns heute hier einen neuen Laser an, den ich hier auf dem Tisch habe. Das ist der Lasermaster 3 hier von Orto mit einem 20 Watt Modul. Mich interessiert, was bringt es hier an Leistung, dieses 20 Watt Modul und vor allem die Qualität der gelaserten Sachen. Das schauen wir uns alles in diesem Video an. Natürlich gibt es auch wieder kostenlose Dateien zum Downloaden, die ihr dann auf der Homepage findet. Und ich würde sagen, wir reden jetzt nicht lang um den heißen Brei rum und wir kommen jetzt erstmal zum Lieferumfang und dann geht es schon fast los mit Lasern. Bevor wir jetzt zum Zusammenbau kommen, natürlich erstmal der Lieferumfang. Was wird mitgeliefert? Natürlich das komplette Gestell, das ist logisch, aber es wird auch eine Laserbrille mitgeliefert. Hier haben wir eine kleine Box hier mit Werkzeug drin hier und ein paar Schräubchen. Wir brauchen nämlich nicht viel Schrauben zusammenschrauben hier bei diesem Modell. Ist alles mitgeliefert, Air Assist, Schlauch mit allem drum und dran, Kabel, auch noch ein paar Lasermaterialien zum Testen hier und so weiter. Jetzt kommen wir mal zum Herzstück, das ist der Laser selber hier, dieses 20 Watt Modul hier, schaut eigentlich recht hochwertig aus, dürfte passen. Was mir auffällt ist, dass das Kabel hier fest verbaut worden ist, im Gegenüber zum 10 Watt Modul hier. Ich glaube, da gab es ab und zu mal Probleme mit diesem kleinen Stecker hier, deshalb haben die das fest verbaut. Ist okay, aber ihr seht jetzt auch mal den Größenunterschied der Module hier. Also 10 Watt, 20 Watt ist dann schon ein Unterschied. Hier im Paket war auch noch ein Air Assist drin, der hat echt ein stolzes Gewicht, hier 2-3 Kilo wiegt das Ding, Wahnsinn. Der muss ja hoffentlich auch gut Leistung bringen. Werden wir sehen, was der an Leistung bringt. Ich suche das Rädchen, nein, das Rädchen sehe ich gerade hier, ist am Kabel. Da können wir noch die Geschwindigkeit hier verstellen. Das wollen wir uns ja mal überraschen lassen, was dieser Air Assist hier an Leistung bringt. Was ich noch vergessen habe, ist die Bedienungsanleitung. Bei den älteren Modellen war das, naja, so geht's so, die Bedienungsanleitung. Ich muss jetzt sagen, da haben sie jetzt gut nachgearbeitet. Hier eine schöne Bedienungsanleitung in Farbe, in Deutsch und in richtiger Größe. Bei dem anderen, naja, da war es teilweise nicht so schön, die Bedienungsanleitung. Aber hier muss ich sagen, wird richtig Schritt für Schritt alles erklärt hier. Also da bin ich mal gespannt, aber schaut echt top aus, dass man ja nichts mehr falsch machen kann. So meine Lieben, ich habe jetzt natürlich schon mal zusammengebaut, das muss ich euch jetzt ehrlich gesagt nicht zeigen. Es ist super einfach, das Ganze zusammenzubauen, aber ich sage jetzt mal so, die Bedienungsanleitung ist richtig gut bebildert, ist richtig schön aufgezeigt alles. Man kann eigentlich schier nichts falsch machen. Gut, dieses Deutsch könnte da ein bisschen besser drin sein, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, was ich wiederum nicht verstehe, dass sie nicht einfach am deutschen Übersetzer dran hocken und es nicht hier online übersetzen und das Ganze drucken. Muss man nicht verstehen, ist aber leider so, ihr kennt es ja von solchen Bedienungsanleitungen, die aus Asien kommen oder aus Fernost kommen. Egal, also man kommt auf jeden Fall damit klar, ich habe es auch hinbekommen. Das einzige Fummelige war hier, das Ganze ein bisschen zu verkabeln, hier hinten, das Ganze hier ein bisschen hinzumachen. Es war ein bisschen fummelig, aber ist auch überhaupt kein Stress. Ich habe auch den Air Assist Schlauch schon angeschlossen, weil wir haben ja an diesem Laser einen direkten Anschluss hier oben. Am Laserkopf haben wir ja diesen Anschluss. Schauen wir uns aber gleich nochmal genauer an. Ich hole euch nochmal her. Und ich habe jetzt hier eine Opferplatte verwendet und zwar ist das diese Opferplatte von dem älteren Modell mit 10 Watt. Das ist ja auch der Orto Lasermaster 3 mit 10 Watt. Der passt hier original drauf. Das heißt auf Deutsch, wir haben hier genau die exakte Größe wie mit dem Lasermaster 3. 10 Watt. Es ist praktisch nur das Modul verändert. Aber durch diese Modulveränderung, die wir da drauf haben, haben wir auch eine kleinere Laserfläche. Der alte 10 Watt Laser hat ja eine Laserfläche von 400 auf 400. Da kommen wir jetzt hier auf eine Laserfläche von 400 auf 380.
So, jetzt seht ihr noch ein bisschen näher hier aufgebaut hier. Das Schöne ist daran, dass wir hier wirklich alle Kabel hier richtig schön verstaut haben. Also ihr seht es selber, es trägt jetzt nicht an der Seite hier groß auf, sondern diese Kabel passen hier. Das ist gar kein Problem, fährt dann rum und das Ganze kann man hier schön befestigen. Also es ist wirklich schön aufgeräumt und er kommt mir auch richtig wertig vor. Hier hinten seht ihr, diesen Schalter hier ist für den Rotari, den ihr anschließen könnt. Ihr müsst immer darauf achten, dass ihr diesen Schalter hier auf Y-Motor hier rumschaltet. Nicht, dass der hier drüben steht hier. Am Lasermodul selber seht ihr hier noch ein Sichtglas hier oder ein Schutzglas, der dann praktisch diese blauen Strahlen rausfiltert hier. Hier unten seht ihr, kommt das direkt der Air Assist raus hier im Strahl. Ja, was haben wir noch zu erklären? Hier haben wir diesen fixen Fokus. Hier können wir so einen kleinen Hebel rausmachen. Der funktioniert echt ganz gut, nicht wackelig, gar nichts. Und den können wir hier jetzt dann rausmachen, dass wir hier den fixen Fokus einstellen können. Das heißt, ihr müsst dann praktisch das Lasermodul bloß hier oben, ja, na, finde ich den Eingang jetzt noch, hier, jawohl, drauf tun, den Stiftchen raustun und dann festdrehen. Dann habt ihr hier den richtigen Fokus eingestellt. Hier an der Seite seht ihr noch die WLAN-Antenne hier, denn man kann das Ganze auch mit WLAN ansteuern und das Ganze über eine App steuern. Das Ganze ist auch überhaupt kein Problem, werde ich jetzt aber nicht darauf eingehen in diesem Video. Das könnt ihr einfach selber anschauen. Da hinten versteckt ist noch das Slot für die Micro-SD-Karte, die mitgeliefert wird. Jetzt Achtung Leute, ihr müsst diese Micro-SD-Karte auch hier einstecken bei Betrieb. Wenn ihr das vergessen solltet, könnte eine Fehlermeldung kommen. Also steckt einfach diese mitgelieferte Micro-SD-Karte hier hinten rein. Ihr seht hier gerade auch eine Opferplatte hier. Da ist ein Koordinatensystem drauf. Das stimmt jetzt noch nicht. Und zwar werde ich hier nochmal eins drauflasern. Diese Datei für diesen Laser, die werde ich euch natürlich wieder kostenlos zur Verfügung stellen. Schaut da einfach unten in der Videobeschreibung rein. Da findet ihr den Link zur Homepage, wo ihr dann dieses Gitternetz hier kostenlos downloaden könnt. Also wie gesagt, das stimmt jetzt gerade nicht. Denn ich werde nochmal eins hier komplett neu lasern. Hier ein Lasergitter. Das ist ja hier für 400 auf 400. Das heißt, es ist für das 10 Watt Modul gedacht hier, für den Lasermaster 3 mit 10 Watt. Da hat es gepasst. Da passt ja auch, wie gesagt, diese Stützen hier drauf. Aber es gibt auch als Zubehör, habe ich jetzt hier auch noch auf dem Tisch, es gibt als Zubehör noch Füße hier. Und diese Füße, die kann man hier unten dann noch anbringen, hier an dem Laser. Da werde ich mir aber mit einer 3D-Druckdatei noch was drucken, kann ich euch auch noch unten verlinken hier. Und zwar werde ich dann hier, weil ich will den Laser ja fest haben. Ich will den ja fest hier drauf haben und mit diesen Füßen, die kann man nicht fest schrauben. Das ist ganz klar, weil die ja klappbar sind hier. Und diese Füße sind dafür da, dass wir hier einen Rotari besser drunter stellen können, damit der hier erhöht ist, der Laser. Aber wie gesagt, da werde ich hier nochmal ein paar Sachen drucken, wo man das Ganze dann festmachen kann, hier auf die Grundplatte, damit auch dieses Koordinatensystem auch mit Füßen noch passt. Jetzt kommen wir natürlich nochmal zu den Daten von diesem Laser hier. Und zwar haben wir hier einen Laserpunkt hier, der relativ fein ist, also richtig fein ist. 0,08 auf 0,08 mm hier. Das ist echt super fein für einen 20 Watt Laser. Ist echt top. Wir haben hier ein 20 Watt Modul verbaut. Da wollen wir jetzt noch mal später schauen, was das für einen Unterschied zum 10 Watt macht hier. Wir können hier eine Geschwindigkeit fahren mit diesem Laser hier mit 20.000 mm pro Minute hier. Ja, was gibt es denn noch zu sagen? Wir haben ja, die Arbeitsfläche habe ich ja genannt, wir sind ein bisschen kleiner geworden hier, von 400 auf 380 mm hier. Aber er ist erweiterbar auf 400 mal 830. Also es gibt hier Erweiterungen dafür, die kann ich euch natürlich unten auch nochmal verlinken. Gut, ich würde sagen, wir schießen jetzt einfach mal los, werden mal einige Sachen lasern. Alle Sachen, die ich jetzt hier laser, diese ganzen Werte, könnt ihr auf der Homepage nachlesen hier. Link in der Videobeschreibung. Ebenso die ganzen Dateien könnt ihr auch nochmal kostenlos downloaden. Stopp, 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 ich habe noch was vergessen. Ich weiß, viele von euch wollen es einfach nicht mehr hören, aber die Sicherheitsvorkehrungen, die ihr für euch treffen solltet. Wir haben hier zwar ein Schutzglas verbaut hier gegen diese blauen Strahlen hier, diese Laserstrahlen hier, aber setzt bitte immer hier eine Schutzbrille auf. Diese hier zum Beispiel, die mitgeliefert wird. Ich mag die jetzt persönlich nicht so, aber ich habe noch eine andere gekauft, kann ich euch auch noch unten verlinken. Aber es gibt hier immer Umgebungsstrahlen hier und die sind auch gefährlich, deshalb immer diese Schutzbrille aufsetzen.
Ebenso jetzt hier mit der Absaugung. Diese Dämpfe sind einfach giftig, die solltet ihr nicht einatmen, je nachdem, was ihr natürlich auch hier lasert. Deshalb baut euch noch ein Gehäuse, sorgt für eine gute Abluft hier. Ihr könnt es selber bauen, das Gehäuse. Ihr könnt auch ein fertiges Gehäuse kaufen mit einem Abluftschlauch hier, den ihr am besten nach draußen transportiert oder in einen Filter, da gibt es auch solche Filter hier, die man kaufen kann, dort reinleitet und wo dann die Luft gereinigt wird. Also achtet bitte darauf, bei mir in der Werkstatt sind es ja wirklich hier an der Decke hier eine richtig fette Absaugung hier. Damit habe ich kein Problem, denn alles wird hier komplett nach oben und nach draußen abgesaugt. Deshalb kann ich so lasern, aber trotzdem setze ich hier noch eine Schutzbrille natürlich dann auf. Lasst euren Laser auch bitte niemals unbeaufsichtigt, nicht mal 2 Minuten, also das heißt nicht mal hier schön Start drücken und dann abhauen für 2 Stunden. Nein, da kann viel passieren, obwohl diese Laser hier schon viele Sicherheitsvorkehrungen haben, aber lasst es bitte sein. So, aber ich würde sagen, jetzt gehen wir zum Laser. Eins ist mir noch sehr wichtig, da es in der Vergangenheit immer Probleme gegeben hat, hier mit Anbindungen und Leistungsverlust und, egal bei welchem Hersteller. Deshalb zeige ich euch jetzt, wie ihr das Gerät richtig einbindet. So, ihr seid jetzt hier in der Oberfläche in Lightburn, da müsst ihr euch selber ein bisschen klarkommen mit dem Programm hier. Hier unten seht ihr dann hier den Laser hier und da geht es dann bitte auf Geräte hier. Und da geht es dann bitte nicht auf Laser suchen gehen, sondern geht es auf manuell erstellen. Hier GRBL anklicken, Next, Serial USB, Next. Jetzt könnt ihr hier noch einen Namen vergeben, Ortur LM3 20 Watt zum Beispiel und geben wir hier die Größe ein, die Laserfläche. Wir haben ja 400 auf 380 mm. Next. Jetzt könnt ihr vorne links starten oder müsst ihr sogar vorne links starten. Das hier anklicken. Ich mache das hier immer aus, dass er automatisch wieder in die Home-Position fährt hier. Aber das könnt ihr auch natürlich anlassen. Geht es auf Next und dann gibt es nochmal eine Zusammenfassung und könnt ihr nochmal kontrollieren und dann Finish. Und dann findet ihr diesen Laser hier in dieser Liste und klickt ihn einfach an. Und da unten kommt dann, könnt ihr den Laser dann mal anschalten, könnt ihr dann hier die COM auswählen. Ich weiß nicht, wie es bei euch das COM ist, COM 5, COM 3, COM 2, egal. Auf jeden Fall auswählen und dann euren Laser auswählen, was ihr habt. Dann verbindet sich der Laser damit und so habt ihr es richtig gemacht. Um das Ganze nochmal zu kontrollieren, denn wie gesagt, es gab Probleme mit Leistungsverlust und allem Möglichen, auch bei anderen Herstellern, geht ihr bitte auf die Geräteeinstellungen und kontrolliert hier bitte den maximalen S-Wert. Der sollte hier auf 1000 stehen. In anderen Fällen war dann, dass hier 255 gestanden ist. Bitte kontrolliert das nochmal. In diesem Zug könnt ihr auch den Laserfeuerknopf aktivieren hier, wenn ihr den noch nicht habt. Denn da könnt ihr nämlich, der taucht dann hier nämlich auf unter Bewegung und da könnt ihr nämlich den Laser ansteuern, um zu positionieren besser. Also so 1,75% oder 2% eingeben, dann ist da nichts gefährlich dran. So, das war jetzt eine ganz kurze Erklärung, damit ihr da keine Probleme habt mit der Anbindung und mit Leistungsverlust des Lasers.
In der Zwischenzeit, wo wir hier den Schneidetest gemacht haben, habe ich natürlich jetzt die 3D-Druckdateien hier ausgedruckt, hier diese Halter. Ich habe das jetzt schon mal hier angebracht. Der Laser wackelt hier keinen Zehntel Millimeter mehr. Es ist echt top. Und dann kann ich diese Füße einfach verwenden, kann das Koordinatensystem verwenden und das Koordinatensystem ist immer am selben Fleck. Das heißt, ich kann dann die Füße hier ausklappen, kann mein Rotari drunter stellen und kann das Ganze hier mit dem Rotari machen, klappt die Füße wieder zusammen und habe das Koordinatensystem am selben Fleck. Leute, das Koordinatensystem könnt ihr natürlich wieder kostenlos auf meiner Homepage downloaden. Müsst halt einfach unten in der Videobeschreibung schauen, da ist ein Link dann dazu, könnt ihr es downloaden. Die Füße werde ich dort auch verlinken, aber ich kann sie euch leider nicht drucken und verkaufen, sondern ihr müsst sie selber drucken. So meine Lieben, fertig gelasert, beziehungsweise könnte ich noch Stunden und Tage weiter lasern. Es macht richtig Spaß, aber das dauert dann doch zu lang. Wir wollen den Test ja relativ schnell rausbringen hier. Natürlich schauen wir uns auch danach jetzt hier mal die Vor- und Nachteile an, denn ich habe nämlich zwei Sachen gehabt, die mir nicht ganz so gut gefallen haben. Die schauen wir uns aber gleich nochmal an. Aber wie gesagt, jetzt hole ich euch erstmal her und wir schauen uns erstmal das hier an. Fangen wir mit dem Schnitttest an, weil da war ich echt richtig überrascht. Mir kommt es vor, als wäre dieses Lasermodul keine 20 Watt, sondern eher so Richtung 30 Watt. Also der zieht richtig gut durch. 4 mm Pappelsperrholz, das war ja wirklich überhaupt gar kein Problem hier. Dann dachte ich mir, gut, müssen wir erhöhen. Aber jetzt nochmal darauf zu kommen, wie schön sauber diese Schnitte hier sind. Richtig schön. Und der Air Assist bringt einiges. Wir haben so gut wie überhaupt keine Schmauchspuren hier dran. Hier ganz wenig.
wenige, die könnte man mit einmal drüber schleifen, sind die weg. Aber ich muss sagen, er lasert echt richtig sauber. Dann habe ich das Ganze mit 1 mm Pappelsperrholz mit 300 auf 600 mm pro Minute probiert. Da ging er auch noch richtig gut durch, bis 580% ging überhaupt kein Problem durch. Hier könnte man noch ein bisschen, nein, das muss nicht sein, rausbrechen wollen wir nichts. Und ging auch super durch. Jetzt haben wir noch mal einen kleinen Vergleich zum Ortho Laser Master 3 mit 10 Watt hier. Ihr seht diesen Unterschied hier. Ich habe hier fast die doppelte Geschwindigkeit hier. Das geht echt richtig durch wie Butter. Der 10 Watt steigt dann hier bei 250 dann langsam aus mit 60%. Ihr seht es jetzt gerade hier und hier zieht es echt noch richtig schön durch. Selbst 10 mm, Leute, 10 mm Pappelsperrholz, wirklich, das hat er noch mit einem Durchgang geschafft, hier mit 100er Geschwindigkeit. Und er hat trotzdem noch richtig sauber gelasert hier, trotz der langsamen Geschwindigkeit hier. Und muss echt sagen, Top-Qualität. Mit 2 Durchgängen ist es auch überhaupt kein Problem gewesen hier, das ist ja klar. Und da sind wir dann hier eine Reihe theoretisch weitergekommen. Warum das jetzt hier draußen ist, keine Ahnung, liegt wahrscheinlich am Holz. Wie gesagt, ich würde euch das wirklich empfehlen, immer anzuwenden, solche Speed- und Power-Tests hier. Und hier diesen Power-Test hier, seht ihr ja auch, wendet die einfach auf den verschiedenen Materialien einfach an, diese Tests hier. Dann könnt ihr sehen, welche Einstellungen ihr braucht. Nochmal erwähnt, diese Sachen sind zum kostenlosen Download auf der Homepage. Da könnt ihr einfach den Videolink, unten in der Videobeschreibung könnt ihr diesen Link finden auf die Homepage, da könnt ihr es kostenlos downloaden. Ebenso die Tests für Edelstahl, farbig lasern. Ihr seht es hier, was wir für schöne Farben haben. Da müsst ihr einfach noch ein bisschen selber rumspielen hier. Diese Tests kann ich euch auch downloaden, einmal zur Verfügung stellen zum Downloaden. Ich habe hier einmal 2000 und ich habe hier einmal einen Test. Ne, das ist alles beides das gleiche mit verschiedenen Prozentzahlen hier unten einfach nochmal drin. Da könnt ihr selber noch ein bisschen rumspielen. Dieses Video, wie das funktioniert, das kann ich euch auch nochmal hier oben verlinken. Da könnt ihr einfach nochmal nachschauen, wenn euch das interessiert, dieses farbig Lasern auf Edelstahl. Edelstahl direkt ist auch gar kein Stress hier. Werte könnt ihr auf der Homepage finden oder wendet einfach einen Speed- und Power-Test an. Edelstahl, nein, Entschuldigung, nicht Edelstahl Alu direkt hier mit Folienspray. Da gibt es auch ein Video drüber, das kann ich euch auch nochmal hier oben verlinken, wie das funktioniert hier mit diesem Folienspray. Bei mir funktioniert es echt top. Ihr seht es jetzt, macht auch einen Speed- und Power-Test drauf und da wisst ihr einfach eure Werte. Diese Karte hier, die ich jetzt wahrscheinlich nicht hochbekomme, das ist Alu direkt, eloxiertes Alu, eloxiertes Alu direkt hier und das funktioniert auch recht gut hier, das sind Visitenkarten hier, also es macht auch Spaß, sowas zu lasern. Hier nochmal der Schnitttest hier von dem 24 mm Fichte, oder es sind 24 mm. Jawohl, und da ist er dann einfach mit 5 Mal ist er durchgekommen. Also da müsst ihr einfach noch ein bisschen selber rumspielen. Es kommt natürlich auch immer auf die Qualität des Holzes an, wie viel Äste drin sind und alles Mögliche. Also da müsst ihr einfach selber mal ein bisschen rumprobieren. Aber es hat funktioniert mit 5 Mal. Schiefer zum Beispiel ist überhaupt kein Problem, da können wir auch eine richtig hohe Geschwindigkeit hier fahren und ich muss sagen, die Qualität kommt hier echt top raus. Stein, Flusssteine, auch gar keine Probleme hier das Ganze zu machen. Sonst Leder, alles gut. Und beim Acryl hier, da war ich auch ein bisschen überrascht, dass es richtig schön funktioniert. Also wir haben hier richtig schöne Schnittkante hier, das sind jetzt 10 mm. Und wo ich echt überrascht war, ist, dass man hier das Weiß drauf gelasert bekommen haben, dass es halt relativ schön weiß eigentlich rüberkommt. Das habe ich eigentlich nur, das richtig schöne Weiße habe ich nur mit dem Infrarotlaser hier erreicht. Das kann ich euch auch nochmal oben hier verlinken. Ja, und auch die Fans dieser Fliese hier kommen auch auf die Kosten hier, denn ich habe die Fliese natürlich wieder gelasert, da gibt es mittlerweile Fans davon hier. Es hat funktioniert, aber ich muss dazu sagen, bei mir funktioniert auch nicht alles auf Anhieb, denn ich habe auch viele Versuche gebraucht hier, um das richtig drauf zu bekommen auf die Fliese hier. Und die Anleitung findet ihr nochmal auf der Homepage unten, wie das mit dieser Fliese funktioniert bei mir. Aber ihr müsst einfach bedenken, ihr müsst da schon einige Versuche machen, damit es einfach besser geht oder dass es halt einfach klappt. Denn das geht immer noch besser hier, aber da braucht man halt auch relativ viel Zeit dafür.
So, die gelaserten Sachen haben wir uns ja angeschaut. Jetzt kommen wir mal zu den positiven Sachen dieses Lasers hier. Also mir gefällt die Schnittleistung. Das ist mir echt extrem aufgefallen. Das ist ja nur ein 20 Watt Modul, ist aber fast schon vergleichbar mit dem 30 Watt Modul hier von anderen Herstellern. Da war ich echt positiv überrascht, dass er richtig schön wie Butter durchging hier. Auch durch die 10 mm Pappelsperrholz. Echt begeistert. Vom Kompressor bin ich auch begeistert. Er macht nicht wirklich viel Krach hier. Das Einzige, wo dann hier die Lautstärke entsteht, ist unten an der Düse selber, wo es dann rauskommt. Hier pfeift es dann schon ein bisschen raus. Aber ich muss sagen, der ist so gut gelagert. Hier, schaut mal, er überträgt keine Vibrationen an den Tisch hier. Das ist richtig cool, diese Gummifüße hier. Und er ist echt wirklich super leise und hat auch Leistung. Also das hat man ja gesehen hier an den Schmauchspuren hier. Die waren eigentlich so gut wie gar nicht vorhanden. Die Füße gefallen mir auch ganz gut, diese Zubehörteile hier, dass man schnell nach oben stellen kann. Aber ihr müsst dazu bedenken, wenn man das Ganze fest verbaut haben will, muss man sich diese Füße noch drucken hier, damit der Laser einfach fest auf der Opferplatte stehen kann. Aber ich habe auch was Negatives entdeckt hier und dazu hole ich jetzt euch einfach mal her. Ein negativer Punkt, der bei mir persönlich passiert ist hier, und zwar handelt es sich hier um diese Schraube, um den Laser hier von der Höhe zu verstellen hier. Das funktioniert ganz gut, aber mein Problem war, ich habe hier fokussiert, habe das Stiftchen rausgefahren, habe das Ganze eingestellt, habe es festgemacht. Beim Lasern ist mir zweimal, jetzt nach den ganzen vielen Stunden Lasern, ist mir zweimal hier das Schräubchen irgendwie gelockert und der Laser ist mir runtergefallen. Sollte eigentlich nicht passieren, deshalb achtet bitte bei euch drauf, wenn ihr diesen Laser dann habt, wenn ihr das Stiftchen reinfahrt, dass ihr einfach nochmal kontrolliert, dass die Schraube fest ist. Denn wenn sie nämlich einmal fest ist, dann seht ihr schon, es wackelt hier gar nichts mehr. Also das ist schon mal gut, dass nichts mehr wackelt hier, auch von der Führung her, es wackelt nichts mehr. Aber wie gesagt, es ist mir persönlich passiert, dass er zweimal nach unten gekracht ist. Kann wahrscheinlich nur bei mir sein, aber ich wollte es einfach mal erwähnt haben. Das Weitere, was mir aufgefallen ist, wenn ich jetzt das Honeycomb hier drunter habe, das ist diese Schnittunterlage, bin ich nicht hoch genug gekommen, weil dann hier irgendwo mal Schluss war von der Höhe her. Deshalb würde ich mir wünschen, dass ich hier eine höhere oder längere Schiene, Führungsschiene hier habe. Denn man kann das Ganze zwar jetzt hier umschrauben, hier einfach dieses Ding hier nach unten versetzen, dann komme ich auch höher raus. Das ist kein Problem, das Ganze zu machen, ist gleich erledigt in einer Minute. Aber ich würde mir trotzdem wünschen hier, dass wir hier einfach eine längere Schiene haben, damit ich hier einfach höher variieren kann. Mir ist hier auch noch was passiert, das möchte ich euch zeigen. Vorhin habe ich die Füße ja angebracht hier und dann habe ich den Laser schräg gesetzt. Dann ist mir diese Bandführung hier, diese Halterung, diese unten hier, das muss man hier so einklemmen hier, das Band. Und es ist mir aus Versehen rausgefallen und ich dann dachte, ich habe es nicht gemerkt und dann dachte ich mir, warum lasert er jetzt wirklich schräg oder sonst irgendwas. Ihr müsst da wirklich sakrisch aufpassen, dass das hier drin ist. Das ist überhaupt kein Problem, wenn der Laser hier steht, dann kann das nicht rausfallen. Aber wenn ihr den Laser bewegt und schräg stellt, dann kann es passieren, dass dieses Teil hier rausgeht. Und dann müsst ihr euch nicht wundern, dass hier irgendwas schräg gelasert wird oder nicht gerade gelasert wird oder kein Kreis gelasert wird. Bitte, wenn euch das passiert, kontrolliert einfach, ob dieses Band in der Führung ist. Die Besitzer des Lasermaster 3 mit 10 Watt Modul, die müssen jetzt aber nicht traurig sein, denn man kann dieses 10 Watt Modul hier ersetzen durch dieses 20 Watt Modul hier. Aber man muss, glaube ich, so eine kleine Platine hier irgendwo anbauen hier. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es geht, ich habe es ja nicht da, aber das muss noch zusätzlich gemacht werden, damit der Laser auch die richtige Leistung hat und die richtige Stromzufuhr. Ich habe noch ganz vergessen, mitgeliefert, das habe ich noch im Paket entdeckt, ist eine Ersatzlinse hier auch noch dabei. Das finde ich ganz cool. Falls diese Linse mal kaputt geht, muss man nicht ewig bestellen, sondern es ist hier eine kleine Linse mitgeliefert. Finde ich auch noch ganz cool. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen jetzt hier weiterhelfen mit einer Kaufentscheidung. Ich werde natürlich das Gerät und das Zubehörteile und alles unten nochmal in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Schaut da einfach mal drauf. Ebenso muss ich es jetzt noch einmal erwähnen. Den Link zur Homepage findet ihr auch unten in der Videobeschreibung zu den Dateien und zu den ganzen Werten, die ich hier verwendet habe. So, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst bitte einen Daumen da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vergesst die kleine Glocke nicht. Dann verpasst ihr auch nichts mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.